talking about. Bom dia. There's 3 French people here. 3 Franzosen da. Hallo, ihr Franzosen. That was Portuguese. Ach so, das war Portugiesisch, sorry. But that I learned a bit of Portuguese in Brazil. Okay, wo ich in Brasilien war, habe ich so ein bisschen Portugiesisch gelernt. So I'm sorry, maybe it sounds a little bit different in Portugal. Hört sich vielleicht in Portugal wahrscheinlich ein bisschen anders an, But oder? in TeenStreet Brazil, they say Bom dia, TeenStreet Brazil. Okay, so sagen die in TeenStreet Brazil. Does that work in Portugal? Okay, funktioniert das in Portugal auch? Portugal. Okay. Okay, we'll take that. Okay, What okay. I want you guys to do Okay, was ich will, dass ihr Jungs macht. is grab the person beside you, Packt den Typen neben euch. maybe 2 or 3. Okay, vielleicht so 2, 3 neben euch. Okay. Just make sure there are no females around you. Okay, passt nur auf, dass da keine Mädels irgendwo in der Nähe sind. If you find yourself grabbing a female, Okay, say, get out of here, you're in the wrong place. Irgendwo ein Mädel neben dir kreist und sagst, hey, verschwinde, du hast dir nichts Get out. verloren. Verschwinde. But what I want you to do real quickly, Also was ich will, dass ihr ganz schnell macht. very quickly, very deeply, but quickly, grab the person next to you Also- and pray for him. Also den Typen neben euch greifen und für ihn beten. And Jetzt gerade. we'll just say this together. God, we want to hear you today. Und Folgendes wollen wir zusammen sagen. Herr, wir wollen dich heute hören. We want to know you today. Wir wollen dich heute kennenlernen. Prepare our hearts for you, Jesus. Bereite unsere Herzen vor für dich, You guys Jesus. got that? So grab Okay. somebody and pray on them. Also, den Typen neben euch greifen und für ihn beten. Bam, let's go. Los. Let's pray. Jesus, we say that today is about you Jesus, wir sagen, dass es heute um dich geht. and that we want to hear you today. Herr, wir wollen dich heute hören. And we want our brothers around us to hear you today. Wir wollen unsere Brüder um uns herum, Herr, dass sie von dir hören können. There's no greater thing than being able to see you and know you, Denn es Jesus. gibt keine bessere Sache, als dich zu sehen und dich zu kennen, Jesus. We love you. Wir lieben dich. We want to love you more. Wir wollen dich mehr lieben. And we want our lives to be all about you, Wir Jesus. wollen, Herr, dass es sich in unserem Amen. Leben nur um dich dreht, Jesus. Amen. Yes, yes, yes. Hey guys, today we're looking at a topic called Also heute schauen wir uns ein Thema an, das heißt sex. He Sex. said sex. es hat Sex. Dude, these guys are too young for sex. Okay, die Jungs sind zu jung You're für not, Sex. you might not be. Okay, but vielleicht these du kids nicht, are too young for aber die sex. hier sind. Okay. But Okay. that'd be fun. That'd be fun. Aber das wäre ein interessantes Thema auf alle That's Fälle. this afternoon. Okay, das ist heute Nachmittag. Okay? Let's try again. Okay, What are we probieren wir looking nochmal. at today? Welches Thema schauen wir uns heute an? Try one more time. Soccer. No, we're not going to talk about soccer. Sorgen, Worries. Impossible, no. Worry. Yes. That's Who what was they it? Who said that? Okay, wer sagte das? Sorgen? Ja. That's right. Okay. Sehr okay. gut. Okay. You're right. Talk to this guy later and tell him to stop thinking about sex all the Okay, time. ich sag diesem Typen guy später, in er the soll front aufhören, row. die ganze Zeit an Sex zu denken. There's more to life than sex. Okay, es Even gibt if mehr you're im Leben married. als Sex. Even Auch if wenn you're du married. verheiratet bist, okay? Aber trotzdem. Okay. Okay. We'll talk afterwards. Okay, wir reden später darüber. Okay, today we're looking at a thing called worry. Okay, heute schauen wir uns eine Sache an, die nennt sich Ängste und Sorgen. Okay, let me give you, I'll be honest with you. Let me give you a worry story. Okay, lasst mich euch ganz ehrlich mit euch sein. Ich gebe euch eine Story, die damit zu I tun was hat. at a baseball game Ich war in einem Baseballspiel 3 weeks ago. vor 3 Wochen. Baseball is a very boring sport that Americans play. Baseball ist ein sehr langweiliges Spiel, was Amerikaner spielen. And when you go to watch a baseball game, in America, Und wenn du dir in Amerika ein Baseballspiel anschaust, there's more people queuing for the hot dogs than there are watching the also es gibt baseball game. mehr Leute, die in der Reihe stehen, um Hotdogs zu kriegen, als die das Baseballspiel angucken. But halfway through watching the Astros play, Aber I go up to the boys' jacks, Wo the wir toilets. die Astros angeschaut haben, durchs halbe Spiel von da bin ich hochgegangen und hab mir, was? Where And they did he go? to the jacks. That's toilets. Ach, Jacks. zum Onkel am Klo. So I went to the boys' jacks, and there Okay. are 20 urinals in a row. You know the things Und das sind so 20 Pissoire so in der Reihe, okay? 20 in a row. 20 von denen.
and there are lines of guys, because it's very busy, they've been drinking lots of beer. There's lines of guys Die haben eine Menge behind Bier each urinal. getrunken und hinter jedem einzelnen Pissoir steht so eine Reihe von Typen, die warten, Come here, Luke. die anstehen. Okay, Luke, komm mal her. What it's like is walking up between two guys. Also, was es so ist, wenn man so neben taking a zwei whiz. Jungs und dann sich dazwischen zu stellen und da sein Geschäft zu machen. And this is too close for me. Und das ist einfach zu eng für mich. That makes me worried. Und das macht mich ängstlich. I don't like pulling my pants down when there's two Okay, guys this ich mag es close nicht, to meine me. Hose You runterzuziehen, understand? wenn da zwei Typen so eng sind. That makes me worried. Okay, das macht mich ängstlich. I was out in the toilets out here Okay, ich war hier draußen am Klo 2 days ago, vor 2 Tagen. and a guy from Denmark walks up to me, Und ein Typ von Dänemark kommt auf mich zu. and I'm doing my business, Und ich mache hier mein Geschäft. and he's right here, Und er ist direkt neben mir. and he starts talking to Und me. er fängt an, mit mir zu reden. Don't talk to me when I'm doing my business. Rede nicht mit mir, wenn ich Let me beschäftigt pull my trousers up, and then we'll talk. Okay, ich ziehe erst meine Hose hoch und dann können wir So anfangen zu reden. I have a guy out in the toilets. He's from Denmark. Okay, ich habe jetzt gerade einen Typen draußen, der ist von Dänemark, der ist Let's draußen see am if Klo. let's see if we Okay, can mal talk sehen, ob to wir him. mit ihm reden können. There he is. There, Simon. Da ist er. Simon? Hey, Yes. Now, Simon, tell me, do all Danish men talk to each other when they go to the Okay, toilet? Simon, erzähl mir, sprechen alle Dänen miteinander, wenn die aufs Klo gehen? it's not as much talking as just being social, I guess. Es geht nicht darum, einfach nur zu reden, sondern einfach sozial miteinander zu sein. I'll tell you what. Okay, folgendes sage ich dir. Straight up where I'm from, the girls go to the toilet to be social. Okay. Guys go to get the job done. Wo ich herkomme, da gehen die Mädels auf Klo, um irgendwie sozial zu sein. Aber wo wir Männer aufs Klo gehen, wir machen nur unser Geschäft, oder? I guess Anyway, what we want to do here is we want to talk about bathroom etiquette. Okay, folgendes, was wir machen wollen, ist, wir wollen über, was man macht so auf dem Klo reden. Public, when you're in public, in the Okay. bathrooms, how do we deal with that? Ein öffentliches Klo, wie gehen wir damit um? So we have a guy out there. Do we have somebody out there with Okay, you? haben wir jemanden da mit dir? Yeah, we have ties from Holland. Wir haben Thais hier aus Holland. Okay, let's run it. You guys are going to help this Dutch fellow, right? Okay, wir wollen diesen Holländer helfen ein bisschen. And Simon, because Simon's from Denmark and needs to learn a little bit about bathroom etiquette. Und Simon, weil er muss ein bisschen was lernen über, wie man sich im Badezimmer verhält, im Klo verhält. So what we're going to do is we're going to put a few guys up in the urinals, Okay, and wir our werden- Dutch friend has to pick the correct urinal to use. Und wir werden ein paar Typen da im Klo aufstellen und unser dänischer Freund, der muss das richtige Klo auswählen, was er benutzen sollte. So now it's Okay, up go to you, for it, Ties. Okay. Which one of these 5 are you going to choose? Welches von diesen 5 Klos wirst du wählen? Okay, fair enough. That one. Okay. Is that his final? Is that his final Ist offer? das dein letztes Das- Angebot? That's It his is. final answer. Okay. Das ist dein, jawohl. Okay. Right off the bat, I see a few problems with that. Help me out here, Luke. Okay, damit Help sehe ich me ein paar out here. Probleme hier. Helft mir, Jungs. He could be further away. Also, Bam. er könnte weiter wegstehen, oder? Could be further away. Er könnte weiter wegstehen. I need my space, you know what I'm Also saying? when I'm ich brauche getting meinen busy. Platz, wenn ich mich Yeah. beschäftige am Klo. From what I could see, Also von dem, was ich hier sehen kann, he could have been 3 or 4 stalls away from that guy, er hätte 2, 3 Schritte weiter weg sein können von dem anderen but he Typen. chose to be a bit closer to the Aber guy. er hat ausgesucht, ein bisschen näher an diesem Typen dran zu sein. What would you think of that? Okay, was denkst du darüber, oder? Would that make you worried? Würde das dich ängstlich machen, wenn der mit dir auf dem Klo ist? It would make him worried. Yes. Okay, das würde ihn ängstlich Okay, machen. but dude, Simon, our Okay. Dutch friend got that one wrong straight off Simon, the unser bat. Holländer, der hat einen Fehler gemacht hier. That's definitely wrong. Ja, aber auf alle Fälle falsch. Even the Danish man said that was wrong. Sogar der Okay. Däne sagt, das war falsch. Run us through another scenario. Okay, folgendes Szenario. Nächstes And hey, Szenario. before you do that, that guy at number D looks like he's in pain. Also, der Typ, der da bei D steht, der sieht aus, als hätte er richtig Schmerzen da. Okay, how's that? Okay, wie geht das jetzt? Okay, what do we think of that scenario? Okay, folgendes Szenario. So he chose B. You chose B. Also er hat sich für B entschieden. How close is he to you, Simon? Okay, wie dicht ist er an dem anderen dran? And what is Derek doing, man? Okay, Derek, was machst du da? Derek, you're gonna get it on the wall, dude. Derek, du kriegst es an die Wand, Mann. Okay. I'll tell you what. Where's Dan? Dan, come help me out Okay, here. man. Dan, hilf mir mal hier.
Okay. Let's go back to Simon in a little while. Okay. See what Wir he's gucken up uns to. später mal Simon nochmal an. But this morning we're looking at worry. Heute Morgen schauen wir uns Ängste an. And there are more things in life to worry about than the urinals. Es gibt natürlich mehr Sachen, wo man Angst vor haben Though kann that can als be a big Pissoire. concern. Aber die könnten schon ernsthafte Schwierigkeiten hervorrufen. Talk to us about worry. Okay, erzähl uns was über Sorgen. I'd be seriously worried about that guy Derek. Also ich hätte jetzt eine Menge Angst, wenn dieser Typ Derek mir begegnen würde. I'd say the right answer is to just hold it in and go back out. Und ich Don't glaube, even die go. richtige Antwort in dem Moment Yes. ist Knoten rein und warten, bis er If you, fertig ist. if you see someone like Derek Also wenn du da jemanden siehst wie Derek, at a urinal, just turn around and leave. Pissoir, dreh dich um und geh. So, hey guys, let's be honest with each other this morning. Okay, heute Morgen, wir wollen echt miteinander sein. The fact is that we all worry at some point. Die Aussage, der Fakt ist doch, die Tatsache ist doch, dass wir irgendwo alle Angst haben. And I don't want us to pretend otherwise. Und ich will nicht, dass wir irgendwie was anderes uns vorspielen. We all worry. Wir haben alle Angst. You know, I think the reason that we do worry is because our view of God is wrong. Und ich glaube, der Grund, warum wir ängstlich werden und Angst haben, ist, weil unsere Sicht von Gott falsch ist. We talk and we sing about this God who is great. Wir sprechen und wir singen über diesen Gott, der groß ist. This awesome God who created the heavens, the earth, and everything in it. Dieser unglaublich geniale Gott, der die Himmel und die Erde geschaffen hat und alles, was drin ist. It's this view of God which is just huge. Es ist diese Sicht von Gott, die einfach riesig ist. But what happens is we come across situations and problems that are beyond us. Aber was passiert ist, wir kommen in Situationen, in Schwierigkeiten, die größer sind als wir. And that view of this huge God starts to shrink Diese Sicht von diesem riesigen Gott, die fängt an zu schrumpfen and becomes too small. und wird total klein. And we forget how big a God we serve. Und wir vergessen, was für einen großartigen Gott wir dienen. Let me tell you, or let's talk about the guy Job from the Bible. Ich will euch ein bisschen was erzählen über diesen Hiob in der Bibel. Who's familiar with the story of Job? Wer kennt die Story von Hiob? Okay. Okay? Job was an amazing man. Hiob war ein absolut genialer Mann. At the start of Job, we read of what God thought of him. Am Anfang von dem Buch Hiob lesen wir, was Gott über ihn dachte. And God said of Job that he is the finest man in all the earth. Und Gott sagte am Anfang von Hiob, dass er der beste, der genialste Mann ist auf der ganzen Erde. Imagine God saying that about you. You are the finest man in the whole Stell dir earth. mal vor, dass Gott das über dich sagt. Du bist der genialste Mann, der auf der Erde geht. I'd say your view of God would be pretty spot on. Und ich glaube, deine Sicht von Gott wäre in dem Moment absolut richtig, oder? And Job had everything. Und Hiob hatte alles. He had wealth, he had this huge family, he had Er war everything reich, going er for hatte him. eine große Familie, alles ging gut für ihn. But suddenly Job's life got turned upside Und down. plötzlich wurde das Leben von Hiob auf den Kopf gestellt. And everything that he had was taken away from him. Und alles, was er hatte, wurde von ihm genommen. His family, his health, his wealth, Seine Familie, sein Reichtum, seine Gesundheit. left with nothing. Er hat übrig und er hatte nichts. And Job starts to wonder about God. Und Hiob fängt an, sich Gedanken zu machen über Gott. I think I would wonder about God in that Und ich glaube, situation. in so einer Situation würde ich mir auch Fragen stellen über Gott. And you can see that the view that God had, that Job had of God, starts to shrink. Und du kannst sehen, dass diese Sicht, die Hiob hatte von Gott, dass sie anfing zu schrumpfen. And you can sense his heart being filled with worry as to why all this stuff is going on. Und man kann sehen, wie sein Herz anfängt, ängstlich zu werden. Und er fängt an, sich Sorgen zu machen über was ist hier los mit Gott. And after what seems like a lifetime, God finally responds to Job. Und nach einem Zeitraum, der aussieht wie eine Ewigkeit, antwortet Gott endlich dem Hiob. And I want to read to you what God says to him. Und ich möchte euch vorlesen, was Gott zu ihm sagt. And I want you to close your eyes. Und ich möchte, dass du deine Augen schließt. And you guys on the floor, I want you to lie down on your back and stare up into the Und ihr, die ceiling. hier vorne sitzt, legt euch auf den Rücken und schaut einfach hoch an die Decke. And I want you to imagine God speaking these words. Und ich möchte, dass ihr euch vorstellt, dass Gott diese Worte spricht. Zu dir. Then the Lord answered Job from the whirlwind. Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me if you know so much. Do you know how its dimensions were determined, and who did the surveying?
Have you ever commanded the morning to appear and caused the dawn to rise in the east? Have you visited the treasuries of the snow? Have you seen where the hail is made and stored? Who created a channel for the torrents of rain? Who laid out the path for the lightning? Who makes the rain fall on barren land in a desert where no one lives? Who sends the rain that satisfies the parched ground and makes the tender grass spring up? Can you hold back the movements of the stars? Can you shout to the clouds and make it rain? Can you make lightning appear and cause it to strike as you direct it? Da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach: Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Hast du, solange du lebst, jemals den Sonnenaufgang angeordnet und den Morgenrot seinen Platz gewiesen? Bist du auch bis zu den Vorratskammern des Schnees gekommen? Oder hast du die Speicher des Hagels gesehen? Wer hat der Regenflut ein Bett gewiesen und dem Donnerstrahl seinen Weg, damit es regne auf ein menschenleeres Land, auf die Wüste, wo kein Mensch ist, um die Einöde und die Wildnis zu sättigen, um das junge Grün hervorsprießen zu lassen? Knüpfst du die Bande des Siebengestirns oder kannst du die Fesseln des Orion lösen? Kannst du deine Stimme zu den Wolken erheben, sodass dich Regengrüsse bedecken? Kannst du Blitze entsenden, dass sie hinfahren und zu dir sagen: Siehe, hier sind wir? Okay, guys, open your eyes. Sit back up. Okay, setzt euch wieder hin, macht eure Augen auf. You see, what God does is he reminds Job who the God is that he's serving. Wisst ihr, was Gott macht, ist, er erinnert Hiob daran, wer dieser Gott ist, dem Hiob dient. It was God who laid the foundations of the earth, Es war Gott, der die Fundamente der Erde gelegt hat. who tells the lightning where to strike. Der sagt dem Blitz, wo er reinschlagen soll. This God is huge, Dieser Gott ist absolut riesig. and he's infinitely more capable than Job can ever realize to deal with his problems. Der ist unendlich viel größer, als was Hiob jemals begreifen könnte, dass dieser Gott sogar mit seinen Problemen umgehen kann. And Job starts to realize this, and he responds to God, and this is what he says. Und Hiob fängt an, das zu verstehen, und Folgendes antwortet er. He says, I had heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. Und er sagt hier, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Guys, when our view of God is too small, we worry. Jungs, wenn unsere Sicht von Gott zu klein ist, das ist dann, wenn wir Angst haben. And like Job, we need to see God for who he really is. Und so wie Hiob müssen wir anfangen, Gott zu sehen für das, wer er wirklich ist. He is huge. Er ist riesig. Let me share something with you that I've learned Okay, lasst mich euch was sagen, was ich gelernt habe. in my 23 years In mein- walking this earth. 23 Jahren, die ich auf dieser Erde gegangen bin. The toilet can often be a fountain of knowledge. Das Klo kann sehr oft eine Quelle von Wissen sein. I have learned a lot of things sitting in this position. Ich habe eine Menge Sachen gelernt, dass ich in dieser Position gesessen habe. And honestly, I hear from the Lord a lot when I'm sitting in this Und position. wisst ihr was, ganz ehrlich, ich höre eine Menge von Gott, wenn ich an diesem Ort sitze. Because it's probably the longest time that I'm sitting quiet, just, feeling the vibes. Weil es wahrscheinlich am längsten ist, wo ich einfach nur still sitze und, ihr wisst schon, There's fühle, a was so reason geht. why we did boys and girls separately on this day. Und das ist der Grund, warum wir Jungs und Mädels getrennt gemacht haben an diesem Tag. Because girls complain about having to sit down on the toilet. Mädels sich beschweren darüber, dass sie sich hinsetzen müssen am Klo. Whereas I think that's a treat. I Und look ich forward glaube, to für that. mich ist das was Geniales, endlich mal. Oder? Endlich mal sitzen. I've never come away disappointed. Ich bin auch nie enttäuscht weggegangen, wenn ich mich hingesetzt habe. But here's another thing that the toilet has taught us. Aber eine andere Sache, die mir das Klo gelehrt hat.
Have you ever flushed the toilet? Hast du jemals schon mal das Klo abgespült? And I go, Und dann, and then this little guy's like, whoop. und dann dieser kleine Typ, der so wieder hochkommt. Not me, baby. Echt nicht. You're gonna have to flush harder than that. Okay, du musst ein bisschen mehr besser spülen als das. A little tip, you might want to put some toilet roll on top of me. Okay, kleiner Tipp, ein bisschen Klopapier oben drauf. Funktioniert immer. Because sometimes we flush and it comes back up. Und manchmal spülen wir und dann kommt es doch wieder hoch, oder? And that's actually important when we're talking about worries. Und das, wisst ihr was? Das ist ziemlich wichtig, wenn wir uns über Sorgen unterhalten. Because I think for guys it's hard to admit our worries. Weil für uns Jungs ist es manchmal sehr schwer, unsere Ängste zuzugeben. It's easy to talk about our dumps, but it's hard to talk about our Es worries. ist so einfach, über unsere Geschäfte hier unten zu reden, aber über unsere Sorgen und über unsere Ängste. And I think what we try and do with our worries is just ignore them and bury them. Und das, was wir versuchen zu tun mit dem, wo wir Angst haben, mit unseren Sorgen, dass wir sie einfach versuchen zu vergraben. It's like dropping a foot-long sub and then just trying to flush it away. Es ist so wie so 30 Zentimeter das Ding da hinten zu versenken und dann versuchen, das wegzuschwemmen. And sometimes we can, and sometimes we can forget about it. Und manchmal können wir das und manchmal können wir das vergessen. But eventually, Aber schlussendlich. how are you doing? Hey, G'day. Can we get the live link to the bathroom? okay, können wir uns nochmal einen Live-Link zu Klo legen? Simon, Hey Simon. Hey, what's up? Hey, good. do you get many deep thoughts on the toilet, Simon? Okay, hast du ein paar tiefe Gedanken, was das Klo angeht? I'm all with you on that one, Luke. Voll deine Meinung, Luke. Take it away. Okay, I want to show you why the Danes are so much on the bathroom and so social. ich will euch zeigen, warum die Dänen so sozial sind und so viel am Klo Zeit verbringen. Because we always play, does it flush or does it float? Weil wir einmal dieses Spiel spielen, spült es weg oder schwimmt es noch? I want to show you a bit of this in here. Okay, noch Come ein in here. bisschen will ich euch zeigen hier, wie das aussieht. First experiment. Okay, erstes Experiment. The first one is corn and peanuts. Okay, Mais und Erdnüsse. Okay, guys, we need to decide. Do you think this is gonna flush or gonna float? Okay, wir müssen entscheiden, wird das hier weggespült werden oder wird das schwimmen? That's nasty. Das ist eklig. In fact, I walked into the bathroom after Simon yesterday, and it looked very similar to Okay, that. ich bin gestern nach Simon, weil er am Klo war, da reingegangen und das sah so ähnlich aus. He is a great Dane. Hey, er ist ein großer Däne. Okay, so does guys, it, what do you think? Is it gonna Okay. flush or is it gonna Was float? glaubt ihr? Wird es schwimmen oder wird es weggespült Flush or float? werden? Okay. Flush? You think it's gonna flush? Okay, guys, give Flush, it a whirl. also wegspülen, so, und wenn es schwimmen wird, so. Can we get that? Can we flick that one off the seat? Because that's gross. Ey, können wir den einen da von dem Klositz runterkriegen? Das ist echt eklig da. Is that a floater? Hey, da schwimmt einer. Yay! Hey, er schwimmt. Okay. looks like a floater. Okay, sieht aus, als ob da einer noch schwimmt. Okay, what do we got next? Okay, was haben wir als nächstes? Next one is a banana. Okay, das nächste ist eine Banane. Let's go Hold for on, it. hold on. Okay. Drop it in. Okay, lass reinfallen. Okay. So does it float or does it sink? Don't flush Okay, just noch yet. nicht spülen, noch nicht spülen, noch nicht spülen. Hands up if you've ever done one that's shaped like that. Okay, wenn du schon mal einen in der Form gemacht hast, Hand hoch. My name begins with an L, and sometimes Okay. I drop an L, and I'm like, yes. Mein Name fängt an mit einem L und manchmal fällt bei mir so ein L raus und ich strike. Okay, do you think it's gonna flush or it's gonna float? Okay, Flush, Flush. flush, float. Wird's Float. weggespült werden It's not oder float. wird's weiter schwimmen? Swirl that thing. Okay, lass uns mal sehen, wie das aussieht. It's a flusher. It's out of there. Er ist weg. Phillips, what have you got for me? We've got one more now. Okay, wir haben noch einen mehr. It's a Snickers bar. Ein Snickers. In disguise. Hold on, hold on. Okay, der sieht so ein bisschen anders aus. Is that really Snickers bar? I Is think that- you should. I That's think for you you. should Echt taste Snickers test it. oder was ist das? It's for you guys to decide. Take a bite. Also wie der aussieht. Do your thing, Derek. Okay, Derek. Okay, guys, what do you think?
Flush or float? Okay, wird's wegspielen Flush. oder wird's He's schwimmen? gonna flush. Okay? Here's my theory. Okay, folgende Theorie ist meine. The nuts in there are less dense than the water in the toilet. I feel like the nuts in the Snickers bar will give it some submarine action. You know, it might float. Die Nüsse in dem Snickers, ich glaube, die werden so ein bisschen U-Boot-Szenario erstellen, dass das Ding schwimmen wird. Mal That's gucken. my basic theory about Das ist this. meine Theorie hier drüber. Okay, guys, let's see. Okay. Still there. It's hiding out in the back. Ja, es ist immer noch da. Es ist immer noch da. He's clinging on for Ja, dear life. er hält sich an fürs Leben. Er will nur überleben. Oh, that's wonderful. Oh, that's awesome. Okay. That was wonderful. That's right. Straight up, I think sometimes we try to hide our worries. Hey, wenn wir ganz ehrlich sind, wir versuchen da ganz oft unsere Ängste und unsere Sorgen zu verdrängen, oder? That's just the way guys. That's just the way guys work. They try to act something a little different than they have on the inside. So funktionieren wir Jungs doch. Wir versuchen draußen uns anders zu verhalten, als das, was wirklich innen drin abgeht. Girls, on the other hand, they're a different story. Mädels, ganz andere Geschichte. They'll talk for quite some time. Die reden für ziemlich lang. They don't want it to flush. They just want it to keep going around and around. Die wollen gar nicht, dass das verschwindet, sondern die wollen immer nur, They dass just es wanna rund talk about it for a while. Immer You know drum what I'm reden. talking about. Oder? Ihr wisst doch, wovon ich rede, oder? Du bist verheiratet. We will tell your wife if you agree. Come on. Okay, go, okay. Du yes. stimmst zu, See, he richtig? Wir knows. werden es deiner Frau nicht sagen. He Kein knows. Thema. Er weiß, wovon ich rede. Hey, we have a guy. He goes by the name of Peeping Phil. Okay, wir haben einen Typen, der geht. Phil. Okay, He sein goes Name by ist the name Phil. of Phil. And he's out in the toilets with us. Und er ist da draußen im Klo mit uns. And I just want to ask Phil a few questions Okay, Phil will about ein paar Fragen some of the things that are heavy, Über die that have Sachen. been in the past that have been heavy for him. Über ein paar Sachen, die richtig schwer waren für ihn in der Vergangenheit. Phil, where are you? There you go. Phil, hey, wo bist du? Hallo. Phil has gone through some struggles in the past, Phil ist durch einige Schwierigkeiten in der Vergangenheit durchgegangen. but has seen God do some amazing things. Er hat gesehen, wie Gott einige geniale Sachen gemacht hat. Phil, why don't you tell us about that? Phil, erzähl uns doch mal ein bisschen darüber. Well, actually, this is a place I used to spend quite a bit of time Das ist eigentlich ein Ort, wo ich eine Menge Zeit immer wieder verbracht habe. looking at porn and masturbating to porn. Wo ich mir Pornografie-Heftchen angeguckt habe und masturbiert habe dabei, Also mich selbst befriedigt habe. In front of the television, in front of the internet as well, a lot. Und auch im Internet eine Menge und auch vom Fernsehen. My worry definitely was at that time was that I would be caught from my parents, which would really be embarrassing, very embarrassing. Meine Angst war, dass meine Eltern mich erwischen und das wäre super, super peinlich geworden. So I started to lie to my parents Also habe ich angefangen, meine Eltern anzulügen, and tried to hide as good as possible my hab- porn consumption. habe versucht, mein Pornografiegebrauch so gut wie möglich zu verstecken. My problem was that I was a Christian youth leader of a large youth group, and I was doing this porn stuff. Mein Problem war, dass ich Jugendleiter war und ich war von einer ziemlich großen Jugendgruppe Jugendleiter und ich habe trotzdem in dieser Pornografie festgehangen. I wasn't a porn actor, sorry, I have to correct. I wasn't a porn actor, but I was actually consuming porn. Also, ich war nicht correct, irgendwie, ich war nicht irgendwie jemand, der beteiligt oder der Pornografie erstellt hat, sondern einfach nur jemand, der da voll drin hing. And I was really worried that I would be caught, and actually I was caught then another time by my wife. Und ich hatte wirklich Angst, dass es irgendwann rauskommt und eigentlich meine Frau hat mich irgendwann mal dabei erwischt. It was so embarrassing, was so humbling, my Das wife war coming in and so catching me. peinlich und so demütigend, dass meine Frau reingekommen ist und mich erwischt hat. The second time was with a second youth group leader I was leading a youth group with. Und das zweite war, wo ich eine Jugendgruppe geleitet habe und da war der zweite Jugendleiter. And he and his wife caught me buying porn in a multimedia store. Und er und seine Frau haben mich erwischt, wie ich mir Pornografie gekauft habe in so einem Multimedia-Laden. And it wasn't fun. It was terrible. It was so embarrassing. War nicht lustig. I think the great thing was just, Josh, that God basically shone his light into my life at that moment. You know, he saw I wasn't getting out of this Das stuff. war super peinlich, aber in dem Moment, das, was irgendwie krass war, dass in dem Moment Gott sein Licht in mein Leben hineingeleuchtet hat. Gerade in dem Moment, wo ich erwischt wurde. With my wife, actually, which was my fiancée at that time, Mit meiner Frau, die damals meine Verlobte war. she came actually in through the door and I was watching porn on the internet. Sie kam rein durch die Türe, als ich im Internet mir Pornografie angeschaut habe.
I went, oh God, I quickly turned the computer off. Und dann habe ich gesagt, oh Mann, ich habe ganz schnell den Computer ausgemacht. And I jumped into the nearest cupboard. Und ich bin in den nächsten Schrank I reingesprungen. closed the door. Ich habe die Tür zugemacht. And my wife came from the other side. Und meine Frau kam von der anderen Seite. She went in the knees and said, hey, Phil, we need to talk, huh? Und dann hat sie sich niedergebeugt und hat gesagt, Phil, ich glaube, wir müssen reden, I oder? was there going like, oh God, yeah, please, let's talk. Ja, wir müssen reden. But to be honest, it was God's light. You know, God just basically coming into my situation. Aber ganz ehrlich, es war Gottes Licht, der in meine Situation hineinkam. Where fear was, where I was, had worries. Wo Angst war, wo ich Ängste hatte, wo ich Sorgen hatte. I had worries. I could never come out of this stuff. I can't get out. Ich komme da nie raus. Ich habe gedacht, ich kann da nie rauskommen. I had no hope. Ich hatte keine Hoffnung. And I know that God used these situations to bring light into my heart. Und ich weiß, dass Gott diese Situation genutzt hat, um Licht in mein Herz zu bringen. So I could get out of this So garbage. dass ich rauskommen konnte aus diesem Müll. That's awesome, Phil. Thank you very much, man. Total genial, Phil. Danke. Thank you for your honesty as Yeah, I well. want to give Danke you für hope. deine Ehrlichkeit, dass du uns das I want alles to give you sagst. hope. I want to give you hope. There's a way out. Have hope, really. Please. Und hey, ich will euch sagen, da gibt's Hoffnung. Da gibt's einen Weg raus. Glaubt mir. This afternoon, Phil is going to be doing a seminar about pornography. Heute Nachmittag, Phil wird ein Seminar machen über Pornografie. And I'd really encourage all of you to take the time to go to that. Und ich möchte euch echt ermutigen, dahin zu gehen und die Zeit euch zu nehmen, dahin zu gehen. If it's something that you're struggling with or a friend is struggling with that you'd want to help that person with, then go to that seminar with Wenn Phil. es etwas ist, wo du mit kämpfst oder ein Freund, den du kennst, der damit kämpft, dann geh dahin. Because what we're looking at today is that we can be consumed with worry and fear. Weil das, was wir uns heute anschauen, ist, dass du einfach nur überwältigt werden kannst von Sorgen und Ängsten. But God has not called us to that. That is not our identity. Aber Gott hat uns dazu nicht berufen, das ist nicht unsere Identität. And if you are full of worry like that, you need to know that it was for freedom that Christ has set you Und free. wenn du voll von dieser Angst bist, dann sollst du wissen, dass für die Freiheit, dafür hat dich Christus berufen. God has way more for us than that. Gott hat viel, viel mehr für uns als das. And it starts with being able to say and being honest with yourself and maybe with some others that you are struggling with that fear and worry. Und es fängt damit an, dass du ehrlich bist und dass du mit jemandem drüber sprichst, über diese Angst, über diese Sorge. This is my thug, Andrew. Okay, das ist mein Freund Andrew. Former thug, Andrew. Okay. He's given up the thug game. Ja, okay. Den Müll, den er früher gemacht hat, damit hat er aufgehört. I think you gave up the thug game when a redhead came into your life. Is that the truth? The fuck? No comment. No Okay. comment. The fuck? Thug. You don't know what a thug is. No, sorry, Gangster. Tupac. Biggie. Also, nur zur Erklärung. Er war früher mal richtig krass auf der Straße, Gangster und so. So Und das hat er aufgegeben. this is Andrew, and he has a story about being consumed with fear as well. Und das ist Andrew und er hat eine Geschichte, wo er total eingenommen ist von Furcht und Ängsten. Yeah, how many of y'all were at TeenStreet last year? Also wie viele von euch waren letztes Jahr auf TeenStreet? If you were here last year, Okay, wenn du letztes Jahr hier warst, you may have seen a video that had me in it. du hast ein Video wahrscheinlich gesehen, wo ich drauf war. And in that video, it talked a lot about the gang lifestyle that I was involved Und in. in diesem Video habe ich eine Menge gesprochen über diesen Gang-Lebensstil, wo ich drin war. I sold drugs, did drugs, fought a lot. Ich habe Drogen verkauft, ich habe Drogen genommen und habe eine Menge gekämpft. And a lot of people looked at me and thought I was this big, tough guy. Und viele Menschen haben mich angeschaut und haben gesagt, Mensch, das ist ein großer, harter Typ. The truth of the matter is I lived under heavy fear for most of my life. Aber die Wahrheit war, dass ich unter einer Menge Angst gelebt habe, die meiste Zeit meines Lebens. When I was 4 years old, I was molested by my older brother. Als ich 4 Jahre alt war, bin ich missbraucht worden von meinem älteren Bruder. And I was always so scared that people would find out about it and make fun of me or think I was weak. Und ich habe so eine Angst gehabt, dass Menschen das rausfinden und dass Leute sich dann lustig über mich machen und denken, dass ich total schwach bin. And so I did whatever I could to prove how much of a man I was or how tough or strong I Also habe was. ich die ganze Zeit versucht, alles zu machen, um zu zeigen, wie hart und was für eine Art Mann ich bin. And my life kept going down like a toilet. Und mein Leben ging immer weiter runter wie in einem Klo.
when I was 19 years old, I finally got up the courage to speak about Als what ich had happened to me. 19 Jahre alt war, habe ich endlich den Mut gehabt, darüber zu sprechen, über das, was mit mir passiert war. I came to the place where I didn't care what anybody thought about me other than my Lord. Ich bin an diesen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, es ist mir vollkommen egal, was irgendjemand anders über mich denkt, außer was Gott über mich denkt. And God gave me freedom, and I've been able to actually talk to other young men and counsel other young men that have dealt with the same thing. Gott hat mir Freiheit gegeben und Gott hat mir die Möglichkeit gegeben, mit anderen zu sprechen, die vielleicht die dasselbe durchgemacht haben. So I just want y'all to know if there's anything in your life that you feel like you're too ashamed to talk about it. Also ich möchte dich ermutigen, wenn es irgendwas gibt in deinem Leben, wo du sagst, das ist mir zu peinlich, darüber zu reden. That's the enemy trying to keep you in bondage, trying to keep you in the darkness. Hey, wisse, das ist der Feind, der versucht dich gebunden zu halten, der versucht dich in dieser Dunkelheit zu halten. If you can step outside of your worry and your fear, God wants to shine light on it and set you free. Wenn du weiter treten kannst, wenn du raustreten kannst aus dieser Dunkelheit, aus dieser Angst, Gott will, dass du da rauskommst, er will dich freisetzen. And that's exactly what he did for me. Und das ist genau das, was er für mich gemacht hat. One of my biggest worries Also eins meiner größten Ängste, is actually, I think it's traditionally a girl's worry. ich glaube, es ist traditionell, glaube ich, eine Angst, eine Sorge, die Mädels haben. That's why I always kind of feel like I don't like talking about it. Und deshalb fühle ich mich so, als ob ich besser lieber nicht drüber rede. But I really struggle with worrying about what people think of me. Aber ich habe echt Angst damit, ich kämpfe echt damit, dass ich Angst habe, was andere über mich denken. And when I hear that, I think of girls thinking, oh, I'm too fat, or my bum looks big, or... Und wenn ich darüber rede und darüber nachdenke, dann denke ich immer an Mädels, die denken, oh, ich bin zu dick oder mein Hintern ist zu fett. But actually, I think a lot of us guys struggle with wanting to be accepted as well. Aber ich glaube, wir Jungs, wir kämpfen und viele von uns kämpfen damit, dass wir angenommen werden wollen. I grew up playing team sports, and I always made sure that I was in the center group, the cool group. Und ich bin aufgewachsen und habe viel Sport gemacht, so Mannschaftssport. Und ich habe immer aufgepasst, dass ich so in dieser coolen Gruppe Teil davon war. And for years that meant compromising my walk with Christ. Und für Jahre hat das bedeutet, dass ich mein Leben mit Jesus kompromittiere, dass ich da Kompromisse eingehe. And I know that it's a struggle that I still have and probably will have. Und ich weiß, dass es ein Kampf ist, den ich immer noch habe und den ich wahrscheinlich noch lange haben werde. Is that I want people to like me, I want people to go, hey. Ist, dass ich will, dass mich Menschen mögen und sagen, hey, Mann, das ist cool, Mann. And I'm like, oh, phew, okay. Oh ja, klar, Mann, danke. But actually, my heavenly Father stands beside me. Aber weißt du, eigentlich steht mein himmlischer Vater neben mir. He's like, I affirm you. Und er sagt, hey, ich bestätige dich, Mann. And that's something God's teaching me, is that He looks down on me and He loves me, and I don't even have to wear cool clothes or try and be anything I'm not. Und das ist etwas, was ich immer mehr merke und was Gott mir zeigt, dass er auf mich runterschaut und sagt, weißt du was, ich mag dich, du musst keine coolen Klamotten tragen oder so, sondern ich mag dich, wie du bist. It doesn't even matter if my bum looks big in these. Es ist sogar total egal, ob mein Hintern dick aussieht in der Hose. Yeah, I struggle with fear in my life as well and worries in my life as well. Ich habe auch verschiedene Sorgen und Ängste in meinem Leben. One of my big things is feeling good enough. Eins meiner wichtigen Sachen ist, dass ich mich nicht gut genug fühle. Ever since I was yay high, I've been that small, that's true. Seitdem irgendwann mal war ich so groß. People have always been telling me of great things to become. Leute haben mir immer erzählt von großen Sachen, die sie werden wollen. And great things that I had to see and do and accomplish. Große Sachen, die ich sehen sollte, die ich tun sollte und die ich erschaffen sollte. And I've always been afraid not to live up to their expectations and my expectations. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich nicht diesen Erwartungen gerecht werde, die an mich gestellt werden oder die ich mir selbst stelle. Am I good enough for that? Am I good enough to do what people think, what I think I should do? Bin ich überhaupt gut genug, über das zu tun, was ich denke, was richtig ist, oder was andere Leute denken, was ich tun sollte? What my friends think, what my parents think. It's hard to be the good guy. Was meine Freunde denken, was meine Eltern denken, ist manchmal so schwer, immer der gute Junge zu sein. That's a big worry in my life. Und das Still ist eine is. große Angst in meinem Leben. Hey, we're gonna look at one of my favorite psalms. Wir wollen uns einen meiner Lieblingspsalme anschauen. Is Psalm 23. Psalm 23.
Do you know Psalm 23? Kennst du Psalm 23? It's pretty famous. Okay, ist doch ziemlich bekannt, oder? It was written by David Er wurde geschrieben von David, quite a long time ago. einige Zeit her. I think Biggie covered it. Ich glaube, ja, Biggie Biggie er covered kannte it. den auch. Huh? But it's an amazing song. But Luke has a different perspective on this song. Check Ja, it out. aber Luke hat eine andere Perspektive hier von diesem Psalm. So this is Psalm 23 Also das ist der Psalm 23 from the principle of someone who doesn't know the Lord. von einer Sicht her von jemandem, der Gott nicht kennt. The Psalm of the unbeliever. Der Psalm des Ungläubigen. I'd love if we could close our eyes again. Okay, wenn wir unsere Augen schließen könnten, wäre das echt genial. I have no shepherd. I want and I am in need. I have no one to feed me in green pastures. I have no rest. I have no one to lead me to quiet waters, and I am thirsty. I have no one to guide me in the right ways, and I don't know where to turn. As I walk through the valley of the shadow of death, evil surrounds me. I am terribly afraid, for no one is with me. There is no one to comfort me. I have no feast prepared for me. I am overwhelmed by my enemies. No one anoints my head with oil. No one anoints my wounds, and my cup is empty. All the days of my life are filled with disappointment and deceit. I have no home for eternity. Will I dwell in an evil house forever? Psalm 23 aus der Sicht eines Ungläubigen. Ich habe keinen Hirten. Ich bin bedürftig und ich habe Not. Ich habe keinen, der mich füttert oder an grüne Weiden bringt. Ich habe keinen Frieden, keine Ruhe. Ich habe keinen, der mich an stille Wasser führt. Ich bin durstig. Ich habe keinen, der mich führt auf den richtigen Weg. Ich habe keinen, der mich in die Wahrheit führt. Und ich weiß auch nicht, wo sie ist. Und wenn ich durch das Tal des Todes, der Todesschatten durchgehe, dann umgibt mich Böses. Ich habe furchtbar Angst. Und da ist keiner da, der mit mir ist, der mich tröstet. Ich habe kein großes Festmahl für mich bereitet. Ich bin überwältigt von meinen Feinden. Da ist keiner da, der meine Wunden mit Öl salbt oder mein Haupt, mein Kopf salbt mit Öl. Mein Becher ist leer. Alle Tage meines Lebens sind gefüllt mit Enttäuschung und Verrat. Ich habe kein Haus, keine Heimat für die Ewigkeit. Und werde ich wohnen in einem bösen Haus für immer? Me and DJ and a few others were talking about worry just yesterday. Ich und DJ und ein paar andere haben uns gestern noch über Sorgen und Ängste And unterhalten. there's this phenomenon called target fixation. Und da ist diese Sache, die nennt sich Zielfixierung. Man ist ausgerichtet auf so ein And you Ziel. see it a lot with motorbike accidents. Und du siehst das eine Menge mit Motorradunfällen. That you'll see a guy in a motorbike and he'll see something ahead, a curb or a little baby or a mother pushing her pram. Und du siehst diesen Motorradfahrer und der ist am Fahren und er sieht vielleicht eine Bordsteinkante oder ein Baby oder was über die Straße läuft oder eine Frau mit einem Kinderwagen Or a squirrel. oder ein kleines Eichhörnchen. Or you're supposed to hit the squirrels. Oder, nee, die Eichhörnchen sollen wir doch treffen, oder? Die sollen wir doch. They do in Denmark, is that what you're Okay, saying? in Dänemark, da treffen wir die, ja. But they Da zieht man. become so fixated Aber on die werden
the target that they're supposed to avoid, Die werden so- that they hit it. Die werden so ausgerichtet auf dieses Ziel, was sie eigentlich umgehen sollten, dass sie es doch treffen. It's called target fixation. Das nennt sich Zielausrichtung. YouTube it sometime. Und wir machen das manchmal. YouTube it? Yeah? Ja? YouTube, Google it and check it out, and you'll see some amazing accidents of motorbike people that have run into the thing they're trying to avoid. Guckt euch das auf YouTube an. Gebt das einfach in YouTube ein oder gebt das in Google ein und dann seht ihr ein paar unglaubliche Unfälle, die Leute auf Motorrädern gehabt haben, wegen diesem Problem. And sometimes the things that we're so worried about and so consumed with fear about are things that we end up running into. in the Einige end. Sachen, vor denen wir so sehr Angst haben, die wir niemals machen wollen, dass wir da enden drin, dass wir voll reinfahren. We will all face fears in life, Wir werden alle irgendwo Angst haben in unserem Leben. maybe on a daily level, Vielleicht täglich, but you will face fear. aber du wirst Angst begegnen. But from there on, there are two types of people that we deal with. Aber von da gibt es zwei verschiedene Typen von Menschen, mit denen wir umgehen. You have two options. Du hast zwei Optionen. You take that fear and go to God with it, Du nimmst diese Angst und gehst damit zu Gott. or you end up sitting on it and worrying about it. Oder du gehst hin und sitzt drauf und fängst an, dir Sorgen zu machen. And what we're saying is that the target is not the thing you're fearful of. Our target, the thing we're focused on, should be God. Wisst ihr, und wir sagen nicht, dass unser Ziel, unsere Ausrichtung das sein sollte, worauf wir Angst haben, sondern unsere Ausrichtung, unser Ziel sollte Gott sein. The God that Dan was talking about at the beginning, Der Gott, von dem Dan gesprochen hat am Anfang. who has walked the depths of the ocean and has storehouses full of snow. Der Gott, der die Tiefen der Meere, in den Tiefen der Meere gegangen ist und der Vorratshäuser voll von Schnee hat. That is where our eyes are on in worry. Auf den, wenn wir in Sorgen drin sind, wenn wir in Ängsten drin sind, dahin sollten unsere Augen ausgerichtet sein. And these are my thoughts. This is our heart. The more we've talked, the more we've prayed, the more we've thought about worry and men. This is where we've come to. Und das ist, wo wir gestern drüber gesprochen haben, wo wir drüber gebetet haben. Und wir als Männer, dahin müssen wir kommen. We could talk about it for a long time. Wir könnten über unsere Ängste, über unsere Sorgen für eine lange, lange Zeit reden. We could talk about the different worries, why we worry, where they come from. We could talk about ladies. Wir könnten lange drüber reden, wo unsere Ängste herkommen, was die sind. Wir könnten über Mädels reden. We talk about worries and we'd probably end up talking about ladies again for a Und while. dann reden wir über Sorgen und Ängste und dann fangen wir doch wieder an, über Mädels zu reden irgendwann, oder? But this is where our heart is for you guys as men today. Aber was uns auf dem Herzen liegt, für euch Männer heute, That the only way out of fear and worry dass dein einzigster Weg aus Angst und Sorge is through God's word. ist durch das Wort Gottes. That's the bottom line. Darum geht's, Leute. Filling your head with the truth that God has for you. Deinen Kopf zu füllen mit der Wahrheit, die Gott für dich hat. Filling yourself over and over again. The things that run through your head are the things that God has spoken. Die Sachen, die durch deinen Kopf durchfließen, dass das die Sachen sind, die Gott gesprochen hat. Not what your heart is saying to you. Nicht, was dein Herz dir sagt. Not what people are saying to you. Nicht, was andere Menschen dir sagen. But the words that God has spoken. Sondern die Worte, die Gott gesprochen hat. Does that make sense? Macht das Sinn? Over and over and over again. Filling yourself with God's voice. Immer und immer wieder, dass du dich füllst mit der Stimme Gottes. This is what we want to do, right? Okay, Folgendes wollen wir machen. We want to each take a piece of toilet paper, Wir werden jeder ein Stück Klopapier nehmen. about so big. Ungefähr so groß. One sheet, Okay, nur eins. just Okay. one is all you need. Nur ein Stück, das ist alles, was du brauchst. We are not going to waste. Okay, wir werden nichts verschwenden. We care about the environment. Okay, wir sind ja Umweltschützer. Take one sheet of toilet paper, Nimm so ein Klopapierstück and we are going to write our worries on und that wir piece of toilet werden paper. unsere Sorgen, unsere Angst auf dieses Klopapier We draufschreiben. may have to share some pens, Vielleicht müssen wir ein bisschen teilen mit unseren Stiften. okay? But Okay. I want you to take, and I want you to get a moment by yourself. Ich will, dass du Zeit für dich jetzt alleine nimmst. Nur du alleine. No cheating. Don't write down Hey. what everyone else writes. Nicht das aufschreiben, was jeder andere aufschreibt. Just take a minute, you before God, and say, God, are there things in me that I'm worried about? Nimm du jetzt eine Minute und frag Gott, Herr, was sind die Dinge, über die ich Angst habe in meinem Leben, die in mir drin sind? Are there things in my heart, my mind that are controlling me? Sind das Sachen in meinem Herzen, in meinem Gedanken, die mich kontrollieren?
What are the things that really weigh me down? Was sind die Sachen, die mich wirklich runterziehen? And I want you to write those on that piece of Ich paper. will, dass du die Sachen aufschreibst auf diesem Zettel. Does everybody have a piece? Okay, hat jeder jetzt einen Zettel? Ein Stück Klopapier? We're going to have to get this paper out a little bit quicker. Okay, wir müssen dieses Klopapier ein bisschen schneller ausreichen. Who doesn't have any? Okay, wer hat noch keins? Hand hoch. Okay, that's everybody. Okay, das ist ungefähr jeder. Let's reassess how we do this. Okay, lass uns noch mal überlegen, wie wir das machen. Where's the toilet paper? Okay, wo ist das Klopapier? Pass the rolls. Okay, die Rollen Pass the durchreichen. rolls Jawohl, schnell, schnell. If you have a roll, pass it. Okay, wenn du so eine Rolle hast, gib die raus. Just keep it moving. Okay, lass sie einfach nur weitergehen. Schnell. Rip, pass, rip, Einfach pass. schnell abziehen und nächstes und weiter. Und abziehen und nächstes. So wie sonst auch. Let's try again. Okay, lass uns das nochmal probieren. How many people have a piece of toilet paper? Wie viele von euch haben ein Stück Klopapier? Okay, it's getting better. Okay, wird besser, wird besser. Okay. Okay. Rip, pass, rip, Okay, pass, rip, okay. pass. Reiß ab und gib's weiter. Reiß ab und gib's weiter. Reiß ab und That's gib's it. weiter. When you have a piece, please really be quiet and think for a minute. Okay, wenn du so ein Stück Klopapier hast, still sein und denk drüber nach. If you don't have a pen, Wenn du keinen Stift hast zum Schreiben, then you need to leave your scent on that toilet paper. dann musst du deinen smell. deinen Geruch auf diesem Klopapier hinterlassen. Okay? Okay. So you can wipe your brow with it, Du kannst deine Stirn damit abwischen, leave a bit of sweat on it, mark that piece of toilet Schweiß, paper. ja, ein bisschen Schweiß drauf lassen. Einfach nur das Klopapier If you have a markieren. pen, write your worries on it. Hey, wenn du einen Stift hast, dann schreib diese Sorgen da drauf, diese Ängste. You can rub it between your toes. Und du kannst es auch zwischen deinen Zehen reiben, wenn du willst. Okay, let's be completely quiet for a minute. Okay. Ganz still sein. Ganz still sein für einen Moment. As we take a moment with God, thinking, Wenn wir I jetzt want you to gerade- hear these verses. wenn wir jetzt gerade ein bisschen Zeit nehmen, And I want these verses to be the verses that are going through your head. I want these verses to be the voice in your head today. mit Gott, wenn wir gerade die uns über diese Ängste Gedanken machen, möchte ich, dass ihr auf diese Verse hört. Und diese Verse, das sollen das Wort Gottes sein, die Stimme Gottes, die heute durch unseren Kopf geht. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. He makes me lie down in green pastures. Er weidet mich auf grünen Auen. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. Er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. And even though I walk through the valley of the shadow of death, Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschatten, I will fear no evil, so fürchte ich kein Unglück. for you are with me. Denn du bist bei mir. Your rod and your staff comfort me. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. You anoint my head with oil. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. My cup overflows. Mein Becher, der fließt über. Surely goodness and love will follow me all the days of my life. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang.
and I will dwell in the house of the Lord forever. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Let's take the thoughts, the things God has spoken to you, the worries, the things in your heart, and let's just go before Him now for a minute. Lasst uns diese Gedanken, diese Ängste, diese Fürchte, die Ängste, die du hast, die Gott jetzt dir in Erinnerung gerufen hat. Denk mal einen Moment drüber nach. Stand with me for a minute if Lass you uns can. aufstehen für eine Minute, wenn du kannst. Let's stand before God. Lass uns vor Gott stehen. And let's, as Ferg leads us in a couple songs of worship, bring those things that are on your heart and just leave them with God. Und während Ferg jetzt ein paar Lieder von Lobpreis und Anbetung haben wird und singen wird, dass wir diese Sachen vor Gott bringen und sie da lassen. Jesus, I just want to thank you that in you we can have freedom. Jesus, ich möchte dir einfach nur danken, Herr, dass wir in dir Freiheit haben können. And we know that you can move mountains. Und wir wissen, dass du Berge bewegen kannst. And just to quote you, God, is Ja, there einfach nur- anything that is too hard for the Lord? Um dich zu zitieren, ist da irgendetwas, was zu schwer ist für den Herrn? Forgive us for thinking that there is stuff that you can't do. Vergib uns, Herr, dass wir manchmal denken, dass es da Dinge gibt, wo wir glauben, dass du sie nicht tun könntest. Forgive us for worrying. Herr, vergib uns dafür, dass wir Angst haben und Sorgen We machen. just say as a group that you are mighty to save and we need you. Herr, wir wollen als Gruppe sagen, dass du mächtig bist, um zu erretten und wir brauchen dich. And I ask for your spirit to fall Herr, wir bitten dich, Herr, dass dein Geist auf uns kommt. because we need you to set us free. Herr, weil wir brauchen dich, dass du uns freisetzt. We, by faith, claim the freedom that you promised us. Wir durch Glauben, Herr, wollen diese Freiheit annehmen, die du uns versprochen hast. In Jesus' name. In Jesu Namen. Take a seat for 1 sec. Für eine Sekunde, setzt euch. This is where faith and worry overlap. Okay, und hier kommt Glaube und Sorge zusammen. Because this is where we make a decision to know that God is bigger than anything else. Weil hier machen wir die Entscheidung zu sagen, ich will wissen, ich weiß mit Sicherheit, dass Gott größer ist als irgendetwas anderes. And to look at the invisible instead of our worries. That's Und das faith. Unsichtbare anzuschauen, anstatt unsere Sorgen, das ist Glauben. We're going to make a commitment Also wir today as a group Wir werden heute eine Entscheidung treffen, eine Verpflichtung eingehen als Gruppe hier. that when we take a seat on the toilet, Dass wenn wir uns setzen aufs Klo. how many times do you sit on the toilet a day? Okay, wie oft hast du heute schon aufs Klo gesessen? 6. Okay, 6 Mal. Do you win sitting down? Okay, gewinnst du es, wenn du dich setzt? In the morning. Okay. Okay, morgens früh setze Luke, ich how immer many gerne. times a day? Luke, 3 times. 3 Mal schon gesessen? Is that in Germany or is it in Ireland as Ist well? das in Deutschland oder in Irland auch? Like clockwork. Okay, das ist immer so. Man kann das bei mir nach der Uhr stellen. Okay, I want us to make a commitment, right? Okay, ich will, dass wir eine Verpflichtung eingehen heute. That when you go to the toilet, Dass wenn du aufs Klo gehst, I want you to take that moment ich will, dass du to diesen do a Moment, couple things. diesen Moment nimmst, um ein paar Sachen zu machen. 1, get your business done. Eine, natürlich erlege dein Geschäft, okay? 2, don't talk to anybody, Zweitens, sprich mit niemand anders. especially the Danes. Okay, ganz besonders nicht mit den Dänen. Don't talk to me. Okay, hey, red nicht mit mir, Mann. When you're sitting on the toilet, take a second Und wenn du auf dem Klo sitzt, dann nimm eine Sekunde. and just say to God, God, I want to leave my worries here. Und dass du sagen kannst, Gott, ich will meine Sorgen, meine Ängste hier lassen. And just say to God, God, you're bigger than all of that. Und dann sag einfach nur zu Gott, Gott, du bist größer als all das. I'm leaving it here. Ich lasse das hier. You guys got that? Okay, verstanden? I'm telling you, Hey Leute, ich sag euch, 10 times a day could be awesome. 10 Mal am Tag wäre absolut genial. But you say to God, God, you're bigger than all of this. I'm leaving my worries right here. Du sagst das, Gott, du bist größer als all das und meine Sorgen lasse ich hier. Then you get up, Und dann stehst du auf, finish up, however you do that. okay, und beende, wie auch immer du beendest. Please flush Okay, bitte spülen and then go und dann geh. and leave your worries with God. Und lass diese Ängste, diese Sorgen da bei Gott. Let me tell you this. Okay, lasst mich euch Folgendes sagen. I've seen this over and over again. Ich habe das immer und immer wieder gesehen. That we take our worries to God Dass wir unsere Sorgen zu Gott bringen.
We take our worries. Okay, wir nehmen unsere Sorgen. We tell God about our worries. Okay, wir sagen Gott über unsere Sorgen. Thinking. Und wir denken. And then we go, Und dann gehen wir, but we bring them with us. aber wir nehmen die mit uns mit. And we carry them around with Und wir us. tragen die mit uns rum. And I'm saying, give your worries to God Und ich sage, bring deine Ängste, deine Sorgen zu Gott. and then go. Und dann geh. Leave your worries with God. Lass diese Sorgen, diese Ängste bei Gott. Does that make sense? Macht das Sinn? Yes? Ja? Don't bring the toilet with you, Nimm nicht das Klo mit dir mit. okay? Okay. Let me tell you one other danger. Okay, eine andere Gefahr. And I've seen this over and over again. Ich habe das immer und immer und immer wieder gesehen. You try to ignore the worries. Du versuchst, die Ängste und die Sorgen zu ignorieren. And sometimes we spiritualize that as well. Und manchmal machen wir da eine geistliche Sache draus. I know men who can go for a week without using the toilet. Und ich kenne Männer, die können für eine Woche lang gehen, ohne aufs Klo zu gehen. It's true. Ist echt, ja, ist wahr. Talk to the guy with the beard. He'll Okay, tell ich you some spreche mit dem stories. Typen mit dem Bart, der kann euch da ein paar Geschichten erzählen. That isn't spiritual. Das ist nicht geistlich. That isn't holy. Das ist auch nicht heilig. Ignoring the things Die Sachen is zu not what God is calling us to do. Die Sachen zu ignorieren ist nicht, wozu Gott uns beruft. Do you understand that? Verstehst du das? Sometimes we have to take our worries to God. Manchmal müssen wir unsere Sorgen nach Gott bringen, zu Gott bringen. Sometimes it takes a long time. Und manchmal braucht es eine lange Zeit. But then when we go, Aber dann, wenn wir gehen, we have to take our worries head on. dann müssen wir unsere Ängsten, denen müssen wir begegnen. Sometimes when we're talking to God about our worries, Manchmal, wenn wir mit Gott reden über unsere Ängste. not talking to other people, Danes. Hey, und nicht mit anderen Menschen reden wie den Dänen oder so. We're talking to God about our worries. Wir sprechen zu Gott über unsere Sorgen. God will tell you to take your worries head on, Dann wird Gott dir sagen, okay, jetzt geh mit diesen Ängsten um. to pretend that they aren't there isn't spiritual. Einfach so zu tun, als ob sie nicht da wären, ist nicht geistlich. Does that make sense? Macht das Sinn? There are times when I don't want to check my email because I know there are things that I have to face. Manchmal gibt es Zeiten, da will ich meine E-Mails nicht kontrollieren, nicht checken, weil ich weiß, da werden Sachen drin sein, mit denen ich umgehen muss. There are people I avoid because I'm worried about it. Da gibt Menschen, die ich ignoriere, denen ich versuche aus dem Weg zu gehen, weil ich Angst habe wegen dieser Situation. That is not leaving the worries in the toilet. Das ist nicht, die Sorgen im Klo zu lassen. When you go to the toilet, Wenn du ins Klo gehst, give your worries to God. gib deine Sorgen Gott ab. Leave your worries with God. Lass deine Sorgen mit Gott. But if God calls you to do something, listen and obey. Aber wenn Gott dich ruft, etwas zu tun, dann höre zu und sei gehorsam. This is how we're going to do this, Und Folgendes werden wir machen. okay? Okay? I want you guys, Ich will, dass ihr Jungs, if you're going to join me in this commitment, wenn ihr in dieser Entscheidung mitmachen wollt, to spend our toilet time leaving worries with God, dass wir unsere Klozeit verbringen, unsere Sorgen bei Gott zu lassen. as we leave here today, Wenn wir heute hier rausgehen, ball up your toilet paper, ball up your worries, mach da einen Klumpen draus aus deinen Sorgen, aus dem, was du aufgeschrieben hast. and throw them in the toilet on your way out of here. Und wenn du hier rausgehst, wirfst du hier ins Klo. Does that make sense? Okay, macht das Sinn? Yeah? I just had a great idea as well. This would be Okay. kind of cool. Ich hatte auch eine geniale Idee gerade. If you Das bring ist, your glaub ich- pen to the toilet with you, Okay, wenn du deinen Stift mitbringst zum Klo, okay? Do your business, okay, dann mach deine flush, Geschichte but und then spül ab then write a little note on one piece of toilet paper und dann mach eine kleine Notiz auf einen Zettel Klopapier and leave it on the seat for the next person. und lass diese Notiz auf dem Klodeckel für die That'd nächste be pretty Person. cool, wouldn't it? Oder? Wäre doch genial, oder? What do you think? Okay? Let's put pens in all the toilets. Meg, Okay, lass uns- Meg, can we leave a pen in every toilet? Okay, können wir einen Stift in jedem Männerklo lassen?
If God says something to you, write it on a piece of toilet paper Wenn Gott dir and was leave it sagt, for the next wenn person. Gott dir was sagt, dann schreib das aufs Klopapier und lass es liegen für die nächste Person, die nachher kommt. Okay, we need to hurry because this guy needs to go to a seminar about sex. Okay, wir müssen uns beeilen, weil dieser Typ zu einem Seminar muss über Sex. And I need to get some food in my belly. Und ich habe Hunger. Jesus, we just ask for freedom. Jesus, wir bitten dich um Freiheit. We want to think about you. Hey, wir wollen über dich nachdenken. We want our target to be you. Wir wollen, dass unser Ziel, dass du das We bist. want your voice going around and around in our heads. Hey, wir wollen, dass deine Stimme immer rund in unserem Kopf geht. You are our shepherd. Du bist unser Hirte. In Jesus' In name, Jesu Namen. amen. Amen. Let's fill this toilet. Okay, lass uns dieses Klo auffüllen.